Hallo zusammen und willkommen zum Fotoworkshop Ilsefälle im Harz 2025. Unser Weg führt uns wie immer zu den oberen Ilsefällen. Wir beginnen auf einem gut ausgebauten Wirtschaftsweg, der uns mit einer leichten Steigung stetig bergauf führt. Nach einiger Zeit gabelt sich der Weg und wird etwas anspruchsvoller. Der Untergrund ist nun natürlicher mit Wurzeln und Steinen, aber weiterhin gut begehbar und für jeden machbar. Trotzdem lohnt es sich, den Blick immer wieder über den Boden schweifen zu lassen, um sicher voranzukommen. Nach knapp 3 Kilometern erreichen wir schließlich unser Ziel, die oberen Ilsefälle. Schon der erste Blick zeigt, warum dieser Ort so besonders ist. Ein erster großartiger Spot lädt direkt zum Fotografieren ein. Also Kamera auspacken und mit dem Fotografieren beginnen. Ein toller Spot, aber eine ungewöhnliche Perspektive. Denn normalerweise bin ich ja ein Freund tiefer Perspektiven, wie zum Beispiel hier unten. Aber ich habe mich hier bei dem Spot jetzt mal dazu entschieden, die Kamera etwas höher zu positionieren. Warum? Das ist ganz einfach. Wir haben heute den Himmel grau in grau, was im Grunde nicht schlecht ist, denn wenn du keine direkte Sonne hast, hast du natürlich auch keine ungewollten Reflexionen, keinen Schatten von der Sonne im Wasser. Und der zweite Grund ist dann, wenn ich die hohe Perspektive wähle, dann habe ich mehr von dem Orange und Grün der Blätter mit im Bild. Ich zeige euch mal, was ich meine. Hohe Perspektive, und da haben wir genau diesen Bildausschnitt hier. Und ihr seht schon, was ich meine. Hier oben im Bild habe ich jetzt nämlich nicht diesen weißen Bereich drin, sondern ich habe hier genau einen Cut gemacht. Das heißt, ich habe quasi diesen störenden Bereich des hellen Himmels überhaupt gar nicht drauf. Kameraeinstellungen. Ihr seht es, ISO 100, Blende 8 und 0,5 Sekunden Verschlusszeit. Ich habe hier dafür nochmal einen ND8 mit eingeschoben, den CPL natürlich reingedreht und dann machen wir hier unser Foto. Und ihr seht, ich stehe tatsächlich ziemlich hoch. Ich wechsle gleich in die tiefe Perspektive. Aber wir machen hier unser erstes Foto. Und zwar machen wir Folgendes. Wir drehen als allererstes natürlich mal den CPL raus. Das heißt, ich drehe hier und ihr achtet mal aufs Bild. Zack, und da ist er raus. Da machen wir unser Foto und dann sehen wir schon, das sind natürlich Probleme im Wasser hier auf dem Foto. Hier ist nämlich alles hell. Ja? Das kommt durch den hellen Himmel. Der spiegelt sich hier natürlich. Das wollen wir nicht, das wollen wir raushaben. Dafür drehen wir hier nochmal am Rad, ganz einfach und zack, da ist er drin. Ja? Und hier sieht man sehr, sehr schön natürlich die Wirkungsweise. Zur Belichtung. Ich blende euch mal meine Belichtungsmessung ein und da seht ihr, ich bin im Minusbereich. Das heißt, meine Kamera sagt eigentlich, na du, pass auf, das ist ein bisschen dunkel, dein Bild. Aber ist es nicht. Denn dadurch, dass wir ja länger belichten oder etwas länger mit der halben Sekunde, würde ich sonst in dem Bereich, wo das Wasser natürlich hier fließt, zu einer Überbelichtung bekommen. Das heißt, ich bekomme diese ganzen schönen Fließstrukturen überhaupt gar nicht rein ins Wasser. Das heißt, ein bisschen unterbelichten, halbe Blende, vielleicht auch sogar eine Blende, das müsst ihr bei eurer Kamera mal ausprobieren. 2 Sekunden Vorauslöser und dann kommt hier natürlich das nächste Foto und das ist ein Träumchen. Was ich jetzt gesehen habe, ist hier unten ein Bereich und zwar der hier unten. Und ich habe mich jetzt schon gewundert und denke, wieso greift denn da mein CPL-Filter nicht? Ja, kann er nicht, weil es ist nämlich gar keine Reflexion, sondern es ist weißer Schaum. Und wenn man jetzt hier mal genau hinschaut, dann sieht man, wie der sich dreht. Es entsteht quasi ein kleiner Strudel. Den kannst du noch nicht so richtig festhalten mit einer halben Sekunde. Das heißt, bevor ich jetzt hier runtergehe auf die tiefe Position, werde ich den Filter nochmal wechseln, einen ND1000 nehmen, eine längere Belichtungszeit einstellen und hoffe dann, hier einen Strudel wie so eine Schnecke im Wasser damit zeichnen zu können. Das heißt, schnell mal den ND-Filter wechseln und dann wird länger belichtet. ND1000 ist eingeschoben. Histogramm hier nochmal zum Vergleich. Ich bin wieder bei Blende 8, diesmal aber dann bei 30 Sekunden und einer 125. bzw. einem ISO-Wert 125. So, jetzt bin ich wirklich mal gespannt auf dieses Foto, denn ich glaube hier unten, das könnte interessant werden. Ja, mal gucken, ob wir da einen Strudel hinkriegen. Jetzt heißt es 30 Sekunden warten und dann schauen wir uns das Bildergebnis an. Ihr habt das Glück, dass ich es euch schon zeigen kann.
Ja, das ist jetzt das Foto nach 30 Sekunden. Und hier unten sehr schön sieht man diesen Strudel, die Bewegung. Man muss da schon genau drauf achten. Wenn du nur einmal so einen flüchtigen Blick hier unten hin wirfst, dann denkst du, ja, ganz nett, bewegt sich irgendwie. Aber es entsteht tatsächlich eine nette Schnecke hier unten, so eine entsprechende durch die Drehbewegung. Ja? Und das geht aber nur drauf, wenn ihr zum Beispiel hier 30 Sekunden belichtet. Auch hier darauf achten, dass ihr etwas unterbelichtet. Ja? So eine Blende, damit ihr dann entsprechend hier in der Bewegung des Wassers keine Überbelichtung bekommt. Zweite Perspektive, diesmal tief, so wie ich sie eigentlich einnehmen würde. Man sieht es ja auch sehr schön auf dem Display. Auch der Lauf des Wassers, ja, ist toll. Er geht hier oben rein und fließt dann unten rechts raus. Aber ich habe halt diesen einen hellen Hotspot hier im Himmel, da oben. Und der stört mich so ungemein. Ja, wenn wir das jetzt sehen, dann wäre ja das hier mein Bildausschnitt. Und ich habe hier oben diesen Hotspot. Und tatsächlich, wenn du dein Bild nachher betrachtest, wirst du immer da oben hinschauen. Ja, weil du denkst, ah, was ist denn da oben los? Wenn der Himmel blau wäre, dann wäre das natürlich mega. Ja? Wir hätten jetzt Orange mit drin, wir hätten Blau oben mit drin. Das wäre mega. Dann könntest du diesen Bildausschnitt nehmen. Aber so holt er mich irgendwie nicht ab. Wir machen mal entsprechend ein Foto. Hier auch Einstellung. Ich habe die Blende jetzt mal ganz weit zugemacht. Ja, ich weiß, Beugungsunschärfe, aber es ist ja nur ein Vergleichsfoto. Deshalb hier halbe Sekunde Verschlusszeit. Blende 22, ISO 100. Ja, es ist ein nettes Foto, aber mich stört tatsächlich hier oben dieser helle Hotspot. Und deshalb hier nochmal zum Vergleich, ja, das Foto von eben und jetzt nochmal das Foto mit der hohen Perspektive. Und ich muss sagen, das ist dann tatsächlich mein Favorit. Und so erkunden wir gemeinsam mit den Teilnehmern die unzähligen kleinen Wasserfälle entlang des Weges. Schritt für Schritt entdecken wir neue Motive, nehmen uns Zeit für Details und besondere Blickwinkel. Dabei stehen wir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, geben Tipps zur Bildgestaltung, zur Kameraeinstellung und helfen dabei, das Beste aus jedem Moment herauszuholen. Der nächste Spot, etwas gewagter. Ja, man sollte auch, wenn man hier unterwegs ist, natürlich immer schauen, ja, die Steine sind sehr, sehr rutschig, sie sind nass. Schaut mal, dass ihr eine gute, standfeste Position findet und da auch nicht viel groß hin und her hampelt, damit ihr entsprechend nicht ins Wasser fallt. So, mein Bildausschnitt. Ja, ich zeige ihn euch mal hier. Zack, sehr schön. Hier oben haben wir diesen kleinen Wasserfall, ja, der hier runter geht. Dann haben wir dieses kleine Auffangbecken und hier unten läuft das Ganze aus. Das heißt, Bildaufbau, sehr klassisch. Oben links kommt das Wasser rein und unten rechts geht es raus aus dem Bild. Auch hier natürlich CPL-Filter. Ich zeige euch hier mal den Unterschied. Und zwar CPL-Filter war jetzt rausgedreht. Wir machen das erste Bild. Auch hier habe ich mich erstmal gegen den ND-Filter entschieden, werde aber gleich nochmal einen ND8 reinmachen in den Filterhalter. Blende 22, naja, ihr wisst ja, Beugungsunschärfe. Aber fürs Foto, um euch zu zeigen, ist das erstmal egal. Da haben wir eine halbe Sekunde durch Verschlusszeit, Vorauslöser mit rein und dann ist das mein Bildergebnis. Ja, sieht schon gut aus, aber einfach zu viel Reflexion. Das heißt hier CPL reingedreht. Und dann, ja, jetzt kommen die Farben, auch das Orange hier vorne. Hier liegen tolle Blätter, natürlich im Wasser, das möchte ich sehen. Und das kriege ich nur, wenn ich die ganzen Reflexionen rausbekomme. Das heißt hier, nächstes Foto, gleiche Einstellung, ISO 100, Blende 22 und eine halbe Sekunde. Und das sieht mega aus. Ich werde jetzt nochmal einen ND-Filter mit reinpacken, einen ND8, damit ich die Blende ein kleines bisschen weiter öffnen kann und vielleicht noch die eine oder andere Perspektive mir hier auswählen. Teilnehmer haben sich ja oben noch verteilt. Ich bin schon mal vorgegangen, um hier zu gucken, ja, kann man hier stehen, kann man nicht stehen. Ja, man sollte nicht zu übermütig werden, denn das Wasser ist nicht nur kalt, sondern auch hier im Harz extrem nass. Ein weiterer toller Wasserfall und auch hier ist natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit gefragt, denn neben dem eigentlichen Hauptmotiv, dem Wasserfall, gibt es auch hier wieder Bewegung im Wasser. Die siehst du natürlich nicht, wenn du ohne CPL fotografierst. Man sieht es, es ist natürlich die helle Spiegelung vom Himmel hier drin, aber die Blätter, die hier unten sind, die drehen sich auch hier zu so einer Schnecke. Aus dem Grund habe ich mich hier fürs Hochkantformat entschieden, bin auch ein bisschen höher hier mit dem Stativ, sodass ich quasi von oben in eine Art Kessel reinschaue. Ja, das Wasser hier oben läuft so ein bisschen oben links bei mir im Bild rein und hier unten haben wir dann diese Bewegung. Man sieht sie mit dem Auge. Wenn man genau hinguckt, merkt man schon, da bewegt sich irgendwas und man muss hier auch tatsächlich gar nicht so lange belichten. 4 Sekunden reichen hier aus, um das Ganze sichtbar zu machen. Und das machen wir auch mal. 2 Sekunden Vorauslöser. Belichten hier 4 Sekunden und dann können wir uns das Ergebnis anschauen. Und auch hier sieht man natürlich sehr deutlich, was du brauchst. Du brauchst diesen CPL-Filter. Ja?
Hier haben wir schön die Drehung drin. Wie sieht es aus ohne CPL? Auch das können wir uns anschauen. Dafür drehe ich den CPL-Filter einfach mal raus und mache das nächste Foto. Hier ebenfalls gleiche Kameraeinstellung, nur in CPL rausgedreht. Man sieht es im Grunde ja schon hier. Du siehst ja gar nicht wirklich die Blätter. Und ohne CPL ja, ist alles im Grunde weiß. Man sieht gar nichts von dem Bild. Ich zeige es euch hier nochmal. Ja, hier sieht man es, alles weiß, überbelichtet quasi auch durch den Himmel. Mit CPL siehst du hier schön die Bewegung der Blätter im Wasser. Tolle Fotos, die wir heute schon machen konnten. Jetzt stehen wir an einem Spot, der hier im Ilsetal, an den Ilsefällen, tatsächlich zu meinen Lieblingspunkten gehört. Ja, es gibt viele tolle kleine Spots, aber der gefällt mir tatsächlich am besten, denn wir haben so viele Möglichkeiten, an diesem einen Punkt tolle Fotos zu machen. Das ist unglaublich. Wir haben einerseits diesen Wasserfall, der hier runterkommt. Oben sind noch so ein paar kleine, die ins Bild laufen. Wir haben an der Seite, da seht ihr es vielleicht, noch so einen kleinen Bach, der runterläuft. Auch auf der anderen Seite. Es gibt ja also unheimlich viele Perspektiven, die man mitnehmen kann, um Fotos zu machen. Und genau das machen die Teilnehmer natürlich auch. Sie verteilen sich jetzt an den unterschiedlichsten Spots. Ja. Mittlerweile funktioniert es sehr, sehr gut. Ja, keiner steht sich im Weg. Jeder wartet auch mal geduldig, ja, wenn doch vielleicht schon einer vor einem da war. Das funktioniert super. Und was mir tatsächlich heute an diesem Wochenende aufgefallen ist, und dafür natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle Teilnehmer, nicht nur von gestern, sondern auch von heute, ist tatsächlich die wirklich tolle Kommunikation, der tolle Umgang miteinander. Ja, es ist keiner, der jetzt irgendwie drängelt und sagt, na, ich will jetzt auch mal hier ein Foto machen, sondern wir haben einen tollen Austausch und das macht natürlich auch so einen Fotoworkshop aus. Nicht nur das Foto, nicht nur die Tipps, die es von mir gibt, sondern natürlich auch der Austausch untereinander. Ja? Das fehlt ja oft vielen. Das heißt, ja, ihr seht, auch dafür eignet sich natürlich super solch ein Fotoworkshop. So, ich werde jetzt auch ein Foto machen. Ich glaube, ich gehe zuerst da unten hin, ziemlich flach übers Wasser. Mega, ja. Ihr seht auch, die Farben sind natürlich toll. Die spielen uns hier richtig gut in die Karten. Wir haben das Orange, das Grün im Wasser. Das ist auch so ein leichtes Orange. Das sieht mega aus. Kleiner Tipp zum Weißabgleich an dieser Stelle. Viele fotografieren hier mit einem automatischen Weißabgleich. Ist es Herbst, habt ihr Wasser, dann ist es oft so, weil das Blattwerk ja auch so ein bisschen den Himmel verdeckt, dass die Kameras oft daneben liegen mit dem Weißabgleich. Das heißt, du bist dann eher in so einem lila Blauton. Das ist ziemlich unangenehm auf dem Foto. Natürlich in der RAW-Datei kannst du es rausnehmen, aber wir wollen ja schon ein gutes Ausgangsfoto. Das heißt, hier macht es tatsächlich Sinn, bei diesen Farben einfach mal die Kamera, die Weißabgleich auf bewölkt zu stellen. Und da wirst du sehen, hast du einen schönen, warmen Farbton und der passt dann auch perfekt zu dem Wasser, damit hier der Weißabgleich auch richtig stimmt. So, ich werde jetzt auch noch ein Foto machen. Erst da und dann zu meinem allerliebsten Geheimnis-Lieblingsspot. Und zwar da hinten. Ja? Da wird hochkant fotografiert. Da gehe ich auch gleich hin. Kann immer nur einer stehen, aber wie gesagt, das wechselt sich gut durch. Und nehme euch natürlich jetzt noch mal mit hinter die Kamera. Ich habe meine Position gefunden, ja, etwas abenteuerlich wie immer. Das heißt, entweder Gummistiefel oder wasserfeste Schuhe sind hier natürlich angesagt. Auch mein Stativ steht eher, sagen wir mal, abenteuerlich hier im Wasser. Aber genau so bekomme ich hier meinen Bildaufbau. Und zwar meinen Bildaufbau dieses Bachlaufes, der hier natürlich runterkommt. Ihr seht schon, wir haben schöne Farben. Wir haben das Grün, das Moos hier auf den Steinen. Wir haben das Orange hier unten drin, das im Wasser tatsächlich ja auch vorherrscht. Überall liegen kleine Blätter auf den Steinen. Und genau so ein Blatt habe ich mir für meinen Vordergrund gesucht. Und natürlich auch einen entsprechend passenden Stein dazu. Ich nehme euch kurz mit aufs Display, damit ihr es mal seht. Ihr seht, ich bin bei einer Sechstelsekunde. Das werde ich gleich noch mal ein bisschen verlängern, vielleicht auf eine Sekunde. Aber wir machen hier erstmal unser Foto. Blende 14 und ein ISO 100. Da machen wir das erste Foto durch die Blende 14. Ihr seht, mein Fokus sitzt hier vorne auf dem Stein, habe ich aber genug Schärfe, die nach hinten durchläuft. Ich möchte, dass dieser Bereich
natürlich etwas schärfer ist, das Bokeh nach hinten nur leicht zu sehen ist. Das kann man natürlich ändern, indem man zum Beispiel entsprechend die Blende weiter öffnet. Dann habe ich hier vorne eine knackscharfe Aufnahme und nach hinten läuft das Ganze dann sanft aus. Ich habe mich jetzt hier für die Blende 14 entschieden. Vielleicht mache ich sie auch noch gleich ein bisschen weiter zu, damit wir tatsächlich diesen Bokeh-Effekt bekommen. Und auch hier seht ihr meine Belichtung. Da ist hier über eine Blende im Minus. Ganz einfach. Ich möchte natürlich das Wasser hier, die Struktur, die möchte ich einfangen. Und ihr seht schon, hier kommt viel, viel Wasser runter. Das heißt, um hier eine Überbelichtung zu vermeiden in dem Wasser, gerade wenn du ein bisschen länger belichtest, musst du natürlich dann etwas unterbelichten. Foto. Ihr seht schon, CPL-Filter. Ich habe mir den LC Pro 100 mal umgedreht, damit ich jetzt von oben ganz einfach rankomme. Auch das kann man ja machen. Wir schauen uns mal die Wirkungsweise an. Jetzt ist er raus. Jetzt sehen wir natürlich hier die Spiegelung, Reflexion im Wasser. Der Stein hier, der ist nass, der reflektiert natürlich auch ohne Ende. Und wenn ich das jetzt eindrehe, kriege ich all die Reflexionen raus. Ich habe ein schönes gesättigtes Bild. Ich habe schöne Kontraste und kann dann hier mein Foto machen. Für euch nochmal der Unterschied mit CPL-Filter und natürlich ohne CPL-Filter. Ja, nach diesem grandiosen Foto wird es leider auch schon wieder Zeit, den Rückweg anzutreten. Denn wir haben uns heute Morgen um 10 getroffen und es geht jetzt stramm auf den Sonnenuntergang zu. Ja, wir haben es jetzt gleich schon nach 17 Uhr. Die Zeit vergeht natürlich immer am schnellsten, wenn es am schönsten ist. Ja, ihr kennt es vielleicht vom eigenen Hobby, von der Fotografie. Wenn man eben was macht, was einem Spaß macht, dann verrinnt die Zeit. Wir haben auch hier nochmal in den Bachläufen extrem viele kleine Spots. Die kann man natürlich, wenn man hier ist, auch alle mitnehmen. Teilnehmer haben wir jetzt hier nochmal abgestellt, weil wir haben hier oben natürlich nochmal einen schönen Spot, wo wir die Brücke oben nochmal zu sehen haben. Das heißt, hier gibt es einen kleinen Bachlauf, ja, den seht ihr, der tröpfelt hier nochmal so ein bisschen runter und oben im Hintergrund kannst du ein tolles Foto machen. Und dann müssen wir auch leider schon den Heimweg antreten. Es waren 2 tolle Tage mal wieder im Harz an den Ilsefällen. Und vielleicht bist du ja auch mal in der Gegend, dann schnapp dir die Kamera, schnapp dir dein Stativ, schnapp dir deinen CPL-Filter und zieh los, um tolle Fotos zu machen. Und wenn dir das kleine Video, mal die Mitnahme auf den Fotoworkshop im Harz 2025 gefallen hat, lass mir dafür natürlich gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und du hast es noch nicht getan, dann abonniere an dieser Stelle gerne, natürlich völlig kostenfrei, meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin.